liebe dich auch, Jimmy. Wer klingelt denn hier bei uns an der Tür? Das sind die K-Pop Demon Hunters. Dann lass uns direkt die Tür öffnen. Rumi, was machst du denn hier? Ich hasse Mira. Sie hat meinen Freund Gino geküsst. Aus diesem Grund habe ich Toilet Eater auf sie gejagt. Und ich hoffe, Toilet Eater wird sie aufessen. Ihr habt Rumi gehört, sie hasst Mira und hat einen Toilet Eater auf beide angesetzt. Deswegen müssen wir jetzt sofort zur Karte gehen und nachschauen, wo Gino und Mira ist. Ich kann es nicht glauben, Rumi hat nicht nur einen Toilet Eater beauftragt, sondern viele an 5 verschiedenen Orten. Zum Beispiel befindet sich ein Toilet Eater hier oben im Labor. Ein Toilet Eater bewacht sogar hier oben das Maisfeld. Aber leider wissen wir nicht, an welchem Ort sich das Liebespaar Gino und Mira befindet. Vielleicht beim Bauernhof, aber auch der wird von Toilet Eater bewacht. Sogar beim schönen Zirkus befinden sich Toilet Eater. Wir werden heute alle 5 Orte mit unserer Drohne überwachen, um Mira vor dem bösen Toilet Eater zu retten. Lasst jetzt alle ein Like da, damit wir Mira retten können. Und damit Rumi und Gino wieder ein Liebespaar werden. Abonniert jetzt doch unseren Kanal. Abonnieren ist komplett kostenlos. Wir fliegen mit unserer Drohne direkt zum Zirkus, denn Mira und Gino sind ganz in der Nähe. Ich kann nur hoffen, dass wir nicht zu spät sind. Deshalb starten wir die Drohne in 3, 2, 1. Wir sind jetzt hier beim Zirkus und wir müssen Gino und Mira retten. Hoffentlich schaffen wir das auch, aber schaut mal, wie groß dieser Zirkus ist. Die können sich hier überall verstecken und wir wissen, auch hier sind Toiletten. Ihr habt sie auf der Karte gerade gesehen. Hoffentlich ist es aber nur eine Toilette und nicht wieder ganz, ganz viele. Dann wird es richtig schwierig für uns. Ah, da sind sie, Mira und Gino. Oh, was machen die denn da? Die küssen sich. Das kann doch nicht sein. Wirklich, Mira und Gino küssen sich? Ich kann gar nicht hingucken. Eigentlich müsste Gino Rumi küssen. Rumi hatte vollkommen recht. Sie hat recht, wütend zu sein, weil einfach Mira und Gino sich küssen. Trotzdem dürfen wir nicht zulassen, dass die Toilet Eater irgendetwas Mira oder Gino antun. Warum? Weil wenn Mira weg ist, dann gibt es keine Handtricks mehr. Das bedeutet keine Konzerte und kein Teil 2 vom Film. Ihr schaltet auf keinen Fall dieses Video ab. Schaut dieses Video bitte bis zum Schluss. Und lasst am besten noch alle ein Like da. Ihr seht, wie groß dieses Gebiet ist. Das ist der Zirkus, aber das ganze Gebiet gehört noch zum Zirkus dazu. Ich bin extra weiter weggeflogen, damit wir richtig guten Ausblick haben, ob wir hier irgendjemanden finden oder sehen. Aber ich sehe bis jetzt noch nicht. Da ist Toilet Eater! Du hast recht. Und weißt du, wo der hinläuft? Schau mal, wo der hinläuft. Richtung Zirkus, ihr könnt sehen, er läuft da entlang. Als wie wenn Toilet Eater weiß, dass beim Zirkus Mira und Gino ist. Wo ist der hin? Das ist der hier unten. Nein, das ist doch nur ein Mensch. Leute, ihr habt gerade den echten Toilet Eater gesehen. Wo ist der hingelaufen? 100%ig ist Toilet Eater zum Zirkus gefahren. Dann fliegen wir jetzt mit unserer Drohne wieder direkt zum Zirkus und wir müssen Gino und Mira retten. Ja, wir müssen sie warnen, dass Toilet Eater gleich in der Nähe ist. Genau beim Zirkus. Habt ihr gesehen, was gerade mit dem Zirkus passiert ist? Wo ist der Zirkus hin? Da war doch gerade noch ein Zirkus da. Nein, der Zirkus ist doch weg. Nein, er ist jetzt weg. Natürlich ist er jetzt weg, aber es war gerade noch da. Ihr könnt am Boden den Kreis sehen. Genau da stand der Zirkus drauf. Ihr habt ihn doch alle gesehen. Spult zurück und schaut es euch nochmal an, als würde dieser Zirkus in eine andere Welt teleportiert worden sein. Aber wo ist dann Mira und Gino hin? Was ist, wenn sie sich im Zirkus versteckt haben? Und jetzt sind die weg. Dann sind die ja auch weg. Und wo ist der Zirkus hin, Leute? Was ist mit diesem Zirkus gerade passiert? Aber wo ist dann Toilet Eater? Der Toilet Eater war doch gerade auf dem Weg zum Zirkus. Du hast komplett recht. Wir müssen den Flugplatz absuchen. Jetzt weiß ich, was mit dem Zirkus passiert ist. Die Toilet Eater Armee hat den Zirkus aufgegessen. Warum? Es sind jetzt ganz viele da und genau alle zusammen haben es geschafft, den Zirkus komplett aufzuessen. In die Schüsselei. Ey, ihr müsst diesen Kanal jetzt unbedingt abonnieren und ein Like da lassen. Freunde, wir müssen Gino und Mira retten. Wo sind die hin? Hoffentlich kommt nicht auch noch Rumi jetzt hier hinzu, weil sie wissen, dass genau dort sich die beiden küssen. Ich weiß gar nicht, was Rumi machen würde mit Gino, wenn er sie trifft. Die werden sich bestimmt auch vielleicht irgendwann mal wieder trennen und Gino geht endlich wieder zurück zu Rumi, das Liebespaar des Jahres. Es wäre so schön, wenn es der Fall ist, wenn Gino wieder mit Rumi rummacht. Was ist da, Mira? Hier ist Mira und Gino, sie rennen weg. Aber sie rennen in verschiedene Richtungen. Einer rennt nach links, einer rennt nach rechts. Was sollen wir denn jetzt machen, wenn sie einfach links und rechts rennen? Sie werden verfolgt vom Toilet Eater, ihr habt's gesehen. Sie sind vom Toilet Eater weggerannt. Ja, wo fliegen wir hin? Links oder rechts? Wen sollen wir verfolgen? Ich weiß es nicht. Wohin sollen wir gehen? Ich weiß es doch auch nicht. Was passiert hier? Was war das denn? Freunde, ihr habt's gesehen. Wir müssen wieder zurück zur Karte. Das kann doch nicht sein. Wir müssen bei der Karte nachschauen, in welche Richtung sie gerannt ist. Ihr kommt mit und wir suchen
suchen jetzt Romy und Mira. Mira und Gino sind in verschiedene Richtungen weggelaufen, aber wir wissen nicht wohin. Vielleicht ist ja Mira ins Maisfeld gelaufen, obwohl da Toilet Eater ist. Oder vielleicht ist Gino ins Labor gelaufen, aber auch hier ist ein Toilet Eater. Wir wissen nicht, wo sich Gino und Mira verstecken, aber ihr müsst jetzt alle ein Like da lassen, so können wir sie finden. Dann lass uns jetzt direkt zum Labor fliegen und hoffen, dass wir entweder Mira oder Gino dort finden. Wir sind jetzt hier bei dem Labor und hoffentlich finden wir Gino oder Mira. Ein Toilet Eater ist auf jeden Fall dort, weil das ist das Hauptquartier von Toilet Eater. Ihr müsst euch mal vorstellen, hier werden die Toilet Eater gebaut, hier kommen die Toilet Eater her. Es ist eigentlich sehr, sehr gefährlich, dass wir mit der Drohne genau in dieses Labor reinfliegen. Aber für euch riskieren wir es. Wenn unsere Drohne abstürzt, müsst ihr uns auf jeden Fall abonnieren und ein Like da lassen. Ihr könnt den Gang sehen, der ist ziemlich eng und so hoch ist der auch nicht. Man kann nicht hochfliegen. Und an der Wand sind überall Baupläne, wie ein echter Toilet Eater hergestellt wird. Genau so wird Toilet Eater hergestellt und gebaut. Deshalb gibt es ja so viele. Man reißt ihn aus der Kanalisation heraus und dann transformiert man ihn mit einem Generator. Hier ist Mira. Das ist Mira. Und sie läuft in das Gebäude rein. Nein, sie darf auf keinen Fall ins Labor laufen. Ich glaube, sie weiß nicht Bescheid, dass genau dort Toilet Eater gebaut werden. Ihr habt es aber gesehen, sie ist hier gerade in das Labor rein. Das heißt, wir fliegen hinterher. Wir müssen aber seid vorsichtig. Schaut mal, wie eng das dort alles ist. Und du weißt nicht, ob nicht gleich ein Toilet Eater kommt. Guckt mal, wie groß die Uhr ist. Die Uhr ist 4 Meter groß. Zweimal so groß wie wir. So eine große Uhr haben wir nicht. Guckt dir das an. Natürlich, weil jede Stunde ein neuer Toilet Eater gebaut wird. Deshalb ist da so eine große Uhr. Das bedeutet, pro Tag kommen 24 neue Toilet Eater dazu. Natürlich, mit den Zähnen. Und hier ist der Transformator. Dieser Transformator benutzt die Kanalisationsenergie, um aus einer Toilette einen Toilet Eater zu machen. Da passiert es. Eine normale Toilette wird auf einmal mit Zähnen wiedergeboren. Das ist wie eine Fabrik und ihr seht es, dieser Transformator ist verbunden mit weiteren Maschinen. Und in den Schläuchen, da kommen die Zähne rein, die dann auf die Toilette gehen. Ihr dürft auf gar keinen Fall abschalten. Hier muss sich irgendwo Mira verstecken. Das kann doch nicht sein, aber wo denn? Hier ist so viel Schrott, ich weiß gar nicht, ob sie sich dahinter versteckt. Was ist das denn? Schau mal, was das für ein Gerät ist. Das ist, glaube ich, der Turbo-Exzilator. Damit werden die ganzen Toilet Eater produziert. Da ist der Toilet Eater. Ich wusste, der wurde gerade eben erst gebaut. Ihr habt es gesehen, der wurde da gerade ausgespuckt aus der Maschine. Zur vollen Stunde ein neuer Toilet Eater hier in diesem Toilet Eater Labor. Wir müssen rausfliegen. Ich habe Angst, wenn er unsere Drohne kaputt macht, war's das. Wir müssen sofort abhauen aus dieser Fabrik. Jede Stunde, die wir dort sind, kommt ein weiterer Toilet Eater dazu. Wir müssen raus. Hier ist das Mira. Die rennt auch raus. Ihr seht es, Mira rennt auch raus. Das bedeutet, Mira hat auch den Toilet Eater in der Fabrik gesehen. Das ist unsere Chance. Wenn wir jetzt schnell hinterherfliegen zu Mira, können wir sie retten. Vollgas. Hinterher, raus, raus, raus. Ich bin fast gegen die Wand geflogen. Ich konnte die Drohne gerade stoppen. Was machst du denn? Man darf doch nicht gegen die Wand fliegen. Du musst zur Türe fliegen. Lass uns zurück zur Karte gehen. Zum Glück ist unserer Drohne nichts passiert. Aber wo ist Mira hin? Sie ist bestimmt zum Bauernhof gelaufen und versteckt sich jetzt hier in der Scheune. Nein, ich bin mir zu 100% sicher, dass Mira zum Feld gelaufen ist. Wir müssen dahin fliegen. Ich hoffe, du hast recht. Wie ihr sehen könnt, haben wir uns für das Feld entschieden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Mira hier auf dem Feld ist. Und ich höre auf dich. Und wenn hier wirklich Mira ist, dann abonniert unseren Kanal und lasst ein Like da. Der Stein liegt auf dem Kanalisationsdeckel. Natürlich, dass da kein Toilet Eater mehr raus kann. Der ist verschlossen. Das bedeutet, irgendjemand hat hier schon Vorkehrungsmaßnahmen getroffen. Nein! Mira kämpft gerade. Da ist sie gegen Toilet Eater. Mira kämpft gegen Toilet Eater. Sie hat gewonnen. Leute, sie hat wirklich gewonnen. Dank eurer Hilfe. Mira ist wirklich stark. Mit eurer Hilfe zusammen konnte sie diesen Toilet Eater besiegen. Sie ist weggelaufen. Wo ist sie hingelaufen? Mann, das Feld ist so groß. Wir müssen das ganze Feld mit der Drohne absuchen. Das heißt, wenn hier Mira ist, dann muss hier auch irgendwo Gino sein. Das kann natürlich sein. Warum? Weil die sich wahrscheinlich wieder treffen und küssen wollen. Wisst ihr alle, wie Mira und Gino aussehen? So. Die treffen sich am Feld, um weiter rum zu küssen. Wir fliegen weiter. Das müssen wir verhindern. Wir müssen es ja für Romy verhindern. Aber habt ihr das gesehen? Dieser einer Kanaldeckel wurde mit einem Stein verschlossen. Schau mal auf den Boden. Ihr könnt es sehen. Da ist noch ein weiterer Kanalisationsdeckel. Da ist aber kein Stein drauf. Das bedeutet, der ist nicht verschlossen. Okay, wir fliegen mal etwas näher. Aber ihr könnt sehen, da sind 2 Löcher drin. Oh mein Gott, seid vorsichtig. Wenn jetzt auf einmal einfach ein Toilet Eater da hochschießt, dann ist unsere Drohne weg. Und wir haben keine Ersatzdrohne mehr. Nein, natürlich nicht. Deshalb fliegt bitte weiter. Wir wissen jetzt also auf jeden Fall nochmal einen Zugang für Toilet Eater. Ich bin ja so froh, dass du noch hier bist und das Video zu Ende schaust. Ohne deine Hilfe würden wir das hier nicht schaffen. Pass mal auf.
Da vorne ist doch noch einer, oder sehe ich nicht richtig? Gino, er rennt! Du hattest recht, Gino ist auch da! Gino rennt gerade weg! Ja, natürlich, vor den ganzen Kanaldeckeln, weil da die Toilet Eater rauskommen! Das bedeutet, Mira und Gino wissen, dass sich unter ihnen die ganzen Toilet Eater befinden. Aber sie sind noch getrennt. Wir haben Mira alleine getroffen und wir haben Gino alleine getroffen. Schaut mal, da ist einfach ein Loch auf dem Feld. Und da ist einfach ein Absperrband, ihr könnt es erkennen. Ja, pass doch auf, was passiert hier? Was ist das? Ich glaube, das ist Kaka. Das hat unsere Drohne voll erwischt. Habt ihr es gesehen? Bam, aus dem Loch raus. So ein brauner Schleim. Was sollen wir jetzt machen? Wir müssen unsere Drohne sauber machen. Natürlich, wir müssen landen und sie putzen. Sie stinkt. Schaut euch mal unsere Drohne an. Die ist komplett schmutzig. Die müssen wir erst einmal sauber machen. Rumi ruft an. Geh sofort ran. Ich vermute, dass Gino sich aus dem Inneren des Toilet Eater befreien konnte, aber immer noch von ihnen gefangen gehalten wird. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass er auf einem abgelegenen Bauernhof versteckt ist. Einem Ort, an dem die Toilet Eater selbst leben und ihn unbemerkt festhalten können. Zwischen Ställen, Feldern und versteckten Gebäuden können sie ihn bewachen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Ihr müsst deshalb sofort die Drohne starten und das gesamte Gelände aus der Luft überwachen. Achtet auf Bewegungen, Lichter oder Wege, die nicht zum normalen Ablauf eines Bauernhofs passen. Während ihr von oben sucht, werde ich mich am Boden annähern und versuchen, Gino direkt zu finden. Ich kenne mein Baby Gino und weiß, wie er tickt, was er denkt und wie er fühlt. Wenn wir unsere Kräfte so bündeln, erhöhen wir die Chance, ihn rechtzeitig zu finden. Wenn ihr etwas Auffälliges entdeckt, informiert mich sofort, damit wir gemeinsam handeln können. Rumi hat aufgelegt. Habt ihr gehört, was sie gesagt hat? Ich kann es gar nicht glauben. Wir sollen sofort mit unserer Drohne zum Bauernhof fliegen. Sie wurde ebenfalls vom Toilet Eater beim Kino verfolgt und deswegen ist sie abgehauen. Und sie denkt, dass Gino beim Bauernhof ist. Wir nehmen sofort unsere Drohne und fliegen mit euch dahin. Ihr könnt es sehen, hier vorne ist der Bauernhof. Und da sind 1000 Gänse? Warum sind hier so viele Gänse? Es ist doch ganz normal, dass Tiere auf einem Bauernhof leben. Du hast komplett recht, Freunde. Schau mal die Gänse an. Was passiert mit denen? Die laufen alle ins Haus rein. Die laufen alle in eine Richtung, aber warum? Als wäre irgendein Toilet Eater hinter ihnen und hätte Angst. Schaut mal, die wollen alle wieder von draußen nach innen. Ah, die rennen! Schaut mal, die haben Angst. Wahrscheinlich ist der Toilet Eater hinter uns. Wahrscheinlich müssen wir jetzt kurz mit der Drohne da hinten hinfliegen. Vielleicht finden wir da Toilet Eater, die haben alle Angst. Ihr kennt es doch, Tiere spüren Angst als allererstes. Ja, natürlich. Überleg mal, da hinten ist ein Toilet Eater. Und hier ist eine Allee aus Bäumen. Da versteckt sich bestimmt ein Toilet Eater. Deshalb sind die Tiere alle abgehauen. Wir fliegen zusammen mit euch da jetzt hin und gucken, ob wir irgendjemanden entdecken. Zwei Toilet Eater. Nur 2 Stück. Ich glaube, die bewachen das Haus dahinter. So wie das Kino auch gedacht. Da war einer und jetzt sind sogar 2. Dieses Haus wird gerade von Toilet Eater bewacht. Du hast doch Rumi am Telefon gehört. Und da unten ist eine offene Tür. Wir müssen die Chance ergreifen. Wir müssen versuchen, da reinzufliegen. Rumi hat gesagt, sie geht davon aus, dass Gino genau dort ist. Ihr habt Rumi am Telefon gehört. Sie hat gesagt, er ist hier am Bauernhof. Er muss sich hier verstecken. Deswegen sind wir auch dahin geflogen. Und was passiert? Wir treffen direkt 2 Toilet Eater. Ich fliege jetzt direkt hier in dieses Haus. Nein, da ist Gino. Er ist gefangen. Er ist aber nicht mehr in der Toilette drin. Das heißt, er konnte sich von dem Toilet Eater befreien, aber er ist jetzt gefangen. Er wird gefangen gehalten von den Toilet Eatern. Wir fliegen weiter. Wir müssen gucken, wo hier die Toilet Eater sich verstecken und befinden. Das ist Romans und er kämpft gegen Toilet Eater. Ihr seht es. Oh nein, er wird schon wieder gegessen. Haben wir jetzt auch noch Romans verloren? Wir haben Romans verloren, wir haben Abby verloren und Baby Saja verloren. Das gibt's doch nicht und Gino wird dort gefangen gehalten. Romans war da, um ihn zu befreien. Das heißt, das ist das Hauptquartier von allen Toilet Eatern, die Hauptzentrale. Wir haben aber bis jetzt erst 3 Toilet Eater getroffen. 3 Stück, das schafft Gino alleine. Ihr habt schon so viele Likes da gelassen, dass Gino sich von dem Toilet Eater befreien konnte, aber er ist immer noch gefangen. Zusammen schaffen wir es 100%ig, Gino und Rumi zu retten. Bitte lasst nochmal ein Like da. Pausiert dieses Video und drückt Liken. Aber wir schauen jetzt uns ganz genau dieses Haus an, weil dieses Haus sieht echt komisch aus. Es ist gruselig, verlassen. Hier liegt überall nur Müll herum. Natürlich, deshalb wohnen ja auch dort die Toilet Eater. Die fühlen sich dort wohl. Das macht Sinn, natürlich. Toilette ist schmutzig und das ist alles schmutzig hier. Das Problem ist, dass genau dort Gino gefangen gehalten wird. Okay, wir umfliegen einmal das Haus und dann versuchen wir Gino zu befreien. Wir versuchen mit unserer Drohne Gino aus dem Haus zu retten. Jetzt schauen wir noch mal an. Wir müssen aber aufpassen und genau schauen,
schauen, wo jeder einzelne Toilet Eater ist. Schau mal, da unten ist ein Tisch, als würden die Toiletten hier sich gemütlich einrichten. Oder waren vielleicht früher mal Menschen dort, die natürlich jetzt nicht mehr dort sind. Warum? Weil Toilet Eater jetzt da ist. Toilet Eater hat alle Menschen aufgegessen. Was ist das denn? Sieht aus wie ein Gefängnis. Ein Gefängnis? Das sieht aus wie so ein Viereck, mehr nicht. Leute, wir fliegen mal näher. Ihr seht ja hier dieses Panzerglas. Das ist ein Gefängnis. Da ist ja überhaupt nichts drin. Schau mal, der Raum ist komplett leer. Ohne Möbel, ohne Stühle, einfach nichts. Lass uns jetzt mal Gino retten. Wir werden jetzt zusammen mit euch Gino retten. Wir vergessen jetzt einfach diese Zelle hier. Wo war der nochmal? Wo wurde er gefangen gehalten? Hier in diesem Haus. Ihr seht es, der Eingang ist offen. Flieg nochmal rein und gib ihm mit der Drohne irgendein Zeichen, dass wir da sind und ihr auch. Wir fliegen mit euch rein, weil ihr dieses Video bis jetzt noch schaut. Bitte schaltet nicht ab. Lasst ein Like da für Gino. Er ist weg. Er ist weg. Ha, wo ist er? Denkst du, Gino konnte abhauen, weil ihr so viel Likes gegeben habt und unseren Kanal abonniert habt? Genau da war er doch noch vor einer Minute gefangen von den Toilet Eatern. Weil ihr da draußen uns abonniert habt, konnte er sich befreien. Lass uns mal auf der Karte nachschauen, wo sich Gino jetzt befindet. Auf zur Karte. Gino war da und konnte sich befreien. Aber Romance wurde von Toilet Eater aufgegessen. Wir müssen Gino retten und er kann sich nur an 2 verschiedenen Orten aufhalten. Entweder hier oben beim großen Flughafen oder hier unten beim Schrottplatz. Wir fliegen mit euch direkt zum Schrottplatz, weil hier ein gelbes Warnschild ist. Wir sind jetzt hier beim Schrottplatz und wenn Gino hier nicht ist, fliegen wir direkt zum Flughafen. Ich kann nur hoffen, dass Gino und Toilet Eater hier beim Schrottplatz ist. Das ist eine Armee von Toilet Eatern. Ich habe Angst. Schau mal, wie viele das sind. Immer da, wo keine Menschen sind Toilet Eater. Wir fliegen weiter. Wir sind hier auf jeden Fall richtig. Hier muss sich Gino befinden. Vielleicht ist hier auch Abby, Baby Saja oder Romance. Vielleicht haben sich dort alle hierhin getroffen. Das wäre richtig gut, wenn die gegessen werden und hier alle auf dem Schrottplatz landen. Das wäre super. Dann können wir alle auf einmal befreien mit eurer Hilfe. Deshalb lasst jetzt alle mal ein Like da. Mira und Zoe verstecken sich hinter dem grünen Container. Das Versteck ist aber auch sehr, sehr gut. Aber was macht denn Mira und Zoe auf dem Schrottplatz? Die wollen wahrscheinlich auch Gino retten. Ja, natürlich. Die haben gehört, dass Gino dort ist und da ganz viele Toilet Eater sind. Wir wissen jetzt, alle K-Pop Demon Hunters, Rumi, Mira und Zoe suchen nach Gino. Dann muss Gino dort sein. Ich bin mir ganz sicher. Ich habe ein richtig gutes Gefühl. Ich habe auch ein sehr gutes Gefühl. Schaltet nicht ab. Schaut das Video bis zum Ende. Wir fliegen vielleicht doch zum Flughafen. Und Leute, schaut mal, wie cool ist das denn? Cameron und Flexi Handyhüllen. Diese Handyhüllen sind auf jeden Fall kein Schrott. Diese Handyhüllen beschützen dein Handy vor jedem Toilet Eater. Und diese Handyhüllen gibt's für jedes Modell. Klickt dazu einfach jetzt unten unter das Video auf das Handyhülle. Genau, unter dem Video findet ihr den Button. Einfach draufklicken und bestellen. Gibt's für jedes Modell. Wir fliegen weiter. Wir müssen Gino finden. Ich habe ein gutes Gefühl, wir werden Gino jetzt hier finden und retten. Gino, er kämpft. Er kämpft gegen die Toilette. Du hattest recht. Er gewinnt. Er gewinnt, Leute. Schaut mal, Leute. Gino gewinnt gegen eine Toilet Eater. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Gino ist stärker und er rennt weg. Er ist weggerannt. Ja, natürlich. Er hat eine Toilette besiegt. Richtig gut gemacht, Gino. Wenn der Gino hier ist und sich versteckt, dann braucht er unsere Hilfe. Du weißt warum. Es gibt ja nicht nur eine Toilette da. Da sind ganz, ganz viele Toilet Eater. Lasst uns da direkt hingehen und ihr kommt mit.